Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung dieser beiden deutschen Fallschirmjäger in der Normandie 1944 von Dynamo Models im Maßstab 1:35. Dynamo Models ist ein noch junger Hersteller aus Frankreich, dessen Figuren thematisch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt sind. Der Fokus liegt hierbei vornehmlich auf der Westfront des Jahres 1940 und der Operation Dynamo, was auch den Markennamen erklären dürfte. Ich wurde unlängst von Dynamo Models kontaktiert und darum gebeten, mir ein paar Figuren näher anzusehen und sie natürlich auch euch hier auf meinem Kanal zu zeigen, damit ihr sehen könnt, was Dynamo Models so alles zu bieten hat und wie die Qualität so ist. Das Ganze ist eine Win-Win-Win-Situation, denn Dynamo Models bekommt dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit, ihr könnt euch eine Meinung darüber bilden und ich habe ein paar hübsche Figuren für zukünftige Projekte zur Verfügung. Daher vielen Dank an Dynamo Models für die Auswahl an Figuren, die mir zugesendet wurden. Was wir hier vor uns haben, sind deren deutsche Fallschirmjäger in der Normandie im Jahr 1944. Die Figuren sind wie hier gezeigt als Set, aber eben auch einzeln erhältlich, also ganz flexibel das Ganze. Die beiden Soldaten stellen einen Maschinengewehrtrupp dar und sind gerade im Vorgehen bzw. beim Stellungswechsel. Der eine trägt einen MG42, der andere einen Karabiner und eine Munitionskiste. Die Einsätze der deutschen Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg haben in der Modellbaugemeinde immer schon sehr viel Beachtung gefunden. Das Thema fasziniert einfach und fast jeder namhafte Hersteller hat mindestens eine Fallschirmjägerfigur im Programm. Am bekanntesten sind wohl die Einsätze der deutschen Fallschirmjäger in den Niederlanden 1940, auf Kreta 1941, Italien 1943 und 1944 sowie in der Normandie zur Abwehr der alliierten Landungen. Die hier gezeigten Figuren tragen Uniformen und Ausstattung, wie sie ab 1943 üblich war, somit wären sie für ein Diorama in Italien oder Frankreich gut geeignet, für frühere Zeiträume leider nicht. Wie die Bezeichnung dieser Truppe vermuten lässt, wurden die Fallschirmjäger zunächst als Luftlandetruppen ausgebildet und eingesetzt, was in den 1930er und frühen 1940er Jahren noch eine echte Spezialität war. Mit fortschreitendem Kriegsverlauf wurden die Fallschirmjäger jedoch mehr und mehr zu Bodentruppen umfunktioniert. Es bestand kein echter Bedarf mehr an großen Luftlandeoperationen, dafür aber umso mehr an Infanterieeinheiten. Daher wurden die Fallschirmjäger an den Brennpunkten des Krieges in der Regel als Bodentruppen eingesetzt und erwarben sich einen schon fast legendären Ruf. Alles klar, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Als Verpackung dient ein kleiner und sehr attraktiv gestalteter Karton, kennen wir auch so von anderen Herstellern. Ja, und dann im Inneren befindet sich eine kleine Ziptüte mit den Teilen für die beiden Riesenfiguren. Ja, ich halte das für eine ausreichend gute Verpackung, da sollte eigentlich nichts passieren auf dem Transport. Hier seht ihr alle Bauteile in der Übersicht. Ja, das Ganze ist relativ überschaubar, aber das ist bei Riesenfiguren eigentlich so üblich. Gleich mal vorneweg, schön ist, dass wir hier insgesamt 4 Köpfe bekommen. Also jede Figur hat praktisch noch einen alternativen Kopf. Das bezieht sich hauptsächlich eben auf den Helmbezug. Wir haben einmal eben den bloßen Helm und einmal eben dann mit diesem Tarnbezug. Und der Munitionsträger, da haben wir noch alternative Arme. Einmal hat er eben 2 Munitionskisten dabei und einmal eben nur eine Kiste und den Karabiner in der Hand. Also auch schön, dass man da ein bisschen, sagen wir mal, Optionen hat, gestalterisch, je nachdem, was man für ein Diorama vielleicht bauen möchte, wo man diese Figuren verwenden möchte, kann es ganz gut sein, da ein bisschen Varianten zu haben. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal aus der Nähe an. Fangen wir mit den Köpfen an. Wie gesagt, für jede Figur haben wir 2 Optionen. Das Gesicht ist jeweils identisch, aber der Helm ist eben unterschiedlich. Einmal eben mit Tarnbezug und einmal ohne. Ja, Gesichtsausdrücke sehen relativ verbissen aus oder angestrengt. Das passt aber auch ganz gut, nachdem eben die beiden Fallschirmjäger sich gerade im Gefecht befinden sollen. Ansonsten finde ich auch, die Gesichter sehen sehr ähnlich aus. Der hier hat vielleicht ein bisschen ein ausgeprägteres Kinn als der andere, aber das war es auch schon. Aber finde ich vollkommen okay so. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Ja,
Dann haben wir hier noch einen Munitionsgurt für das MG. Könnte ein bisschen schärfer detailliert sein, aber ich denke, so ein dünnes, fragiles Teil aus Resin zu fertigen, ist auch nicht ganz einfach. Von dem her denke ich, ist es noch in Ordnung. Die Munitionskästen sind sehr schön. Ihr seht hier diese Verschlüsse. Oder auch oben hier die Deckel. Vielleicht kann man es erkennen. Also wirklich sehr vorbildgetreu und scharf detailliert. Und dann hier noch zwei K98 Karabiner. Ja, ein bisschen Fischhaut hier und da und gerade, aber nichts Schlimmes. Ist auch minimal verbogen, lässt sich aber leicht ausrichten. Und ja, wir haben ja die Option für den Munitionsträger, dass er eben einmal den Karabiner in der Hand hat und einmal wird er den eben auf dem Rücken geschnallt haben und in beiden Händen eben die Munitionskästen tragen. Ja, also macht schon mal einen guten Eindruck. Ja, bei vielen Figuren sind die Gesichter oft die Schwachstellen, dass die entweder nicht schön genug detailliert sind oder ja auch ein bisschen zu neutral aussehen. Das ist hier eigentlich nicht der Fall. Also ja, die zeigen Emotionen und sind auch schön detailliert. Schauen wir uns jetzt die Körper näher an. Hier haben wir den MG-Schützen. Ja, sehr dynamische Pose auf jeden Fall. Finde ich gut. Der trägt ja hier diesen typischen Fallschirmjäger-Overall. Wurde auch Knochensack genannt. Ja, ganz typisch für die Fallschirmjäger. Ja, der Faltenwurf sieht sehr realistisch aus. Sehr organisch. Ja, und auch sonst die Uniformdetails sehr hübsch. Also da gibt es nichts zu meckern. Zum Versäubern haben wir hier sehr wenig. Ja, nur hier diese beiden Angusblöcke an den Springerstiefeln. Und ansonsten kann ich hier keine gröberen Mängel erkennen, wie Grat oder Lufteinschlüsse. Auch hier diese Passungslöcher sind sehr hilfreich bei der Montage. Also ich denke, die Versäuberung und der Zusammenbau, das sollte wirklich sehr leicht von der Hand gehen. Sieht prima aus. Ich habe nur einen Kritikpunkt, und zwar hier diese Gasmaskendose. Die ist zwar sehr typisch für die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, aber leider nicht für die deutschen Fallschirmjäger. Die hatten ihre Gasmasken immer in Stofftaschen dabei. Hat den Grund, dass man sich da eben bei einer harten Landung mit dem Fallschirm eben nicht so leicht verletzen kann. Man möchte da nicht so eine Blechdose irgendwo im Kreuz haben und sich dann irgendwie das Rückgrat brechen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass solche Büchsen ja bei den Fallschirmjägern nie verwendet wurden, aber es ist doch sehr untypisch. Deswegen ja, leichte Abzüge bei der Vorbildgetreue. Der Schütze 2 zeigt sich fast noch detaillierter wie der MG-Schütze. Wir haben hier noch mehr Details am Körper. Zum Beispiel hier diese Stielhandgranaten und auch hier dieses Munitionsbandolier oder auch hier der Behälter für die Wechselläufe fürs MG. Also hier ist wirklich einiges geboten und das hier so einteilig zu fertigen ist gar nicht so ohne. Also Respekt. Ja, auch hier wieder die Gasmaskenbüchse ist halt nicht ganz korrekt. Ja, muss aber nichts heißen. Es gibt auch Fotos, wo so Fallschirmjäger den regulären Stahlhelm tragen. Der war ja auch nicht üblich eigentlich bei den Fallschirmjägern, aber auch das kam vor. Aber ist halt untypisch, muss man halt wissen. Und zu guter Letzt noch die Arme. Ja, hier natürlich vom MG-Schützen. Hier, wie er das MG42 hält, da ist auch hier die zweite Hand schon angegossen und das dürfte dann der Arm dazu sein. Also die Aufteilung ist sehr sinnvoll und auch gut gemacht. Ich würde nur ein bisschen die Detaillierung von dem MG42 bemängeln. Das könnte ein bisschen schärfer wiedergegeben sein.
Die Mündung ist zwar offen, aber alles andere sieht so ein bisschen weich aus, vor allem hier am Lauf vorne. Wenn wir jetzt da mal zum Vergleich hier von Dragon Gen 2 das MG42 daneben halten, also ihr seht's, was ich meine, könnte man besser machen. Aber da stößt Resin auch immer ein bisschen an seine Grenzen. Ist für so dünne Teile nicht ganz optimal. Weil wenn man jetzt hier diese Durchbrüche vorne ein bisschen stärker macht oder mehr hervorhebt, sage ich jetzt mal, dann wird das Teil halt sehr dünn und bruchgefährdet und das ist ja auch wieder nicht im Sinn der Sache. Also ich bin mir sicher, dass die Jungs bei Dynamo Models das sehr genau wissen und das ist halt eben so der Kompromiss, der sich daraus ergibt. Ja, dann hier vom Schütze 2, wie gesagt, da haben wir Optionen, entweder 2 Munitionskästen oder eben einmal ein K98 und ein Munitionskasten. Ja, auch hier keine Mängel in der Oberfläche zu sehen. Versäubert ist es auch gleich und die Hände, ja, die sind okay. Ich habe schon schönere Hände in dem Maßstab gesehen, aber vollkommen okay und im Rahmen. Also da gibt es echt nichts zu bemängeln. Um diese Bausatzbesprechung dann auch noch zu vervollständigen, habe ich dann die Figuren auch gleich montiert, damit ihr dann auch sehen könnt, wie das im zusammengebauten Zustand aussieht. Und ja, da gibt es echt nichts zu meckern, sieht prima aus. Ja, wie erwartet, die Bauteile waren sehr schnell versäubert. Ja, war ja nicht viel zu tun. Ja, dann mit Sekundenkleber eben entsprechend alles verklebt und ja, das war's auch schon. Minimale Nacharbeiten sind hier und da noch notwendig. Zum Beispiel hier an den Schultern kann es nicht schaden, diese ganz kleinen minimalen Lücken noch mit Mr. Surfacer entsprechend zuzuschmieren. Aber das hat man ja bei allen Figuren, egal aus welchem Material. Ja, und jetzt hier bei dem MG-Schützen habe ich hier unten noch so ein kleines Luftloch entdeckt. Da war der Angus-Block drüber. Ja, da manscht man halt ein bisschen Spachtel rein und das war's dann. Also nicht der Rede wert. Ja, und gefällt mir sehr gut. Also hohe Qualität, hohe Passgenauigkeit, wenig zum Versäubern. Detaillierung ist auch schön. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also da hat Dynamo Models gute Arbeit geleistet. Also definitiv einen Blick wert, diese Figuren. Dynamo Models hinterlässt mit diesen beiden Resin-Figuren bei mir schon mal einen sehr guten ersten Eindruck. Die Qualität scheint zu stimmen und ich würde auch sagen, dass sich die Figuren ja auch auf Augenhöhe befinden mit den Figuren von anderen bekannteren Herstellern, wie zum Beispiel Alpine, Royal Model oder auch The Body. Das gibt sich nichts, alles auf hohem Niveau, qualitativ und detailmäßig. Und das ist ja auch das, was wir heutzutage uns wünschen und auch erwarten. Schön finde ich, dass wir für die Figuren auch ein paar Optionen haben, also verschiedene Köpfe und für den Schützen 2 auch verschiedene Arme. Ja, das erlaubt uns dann, die Figuren eben ein bisschen an unsere Bedürfnisse und Vorlieben eben anzupassen. Finde ich ganz praktisch und hilfreich. Ja, der einzige Kritikpunkt, der zu nennen ist, sind diese Gasmaskenbüchsen. Die sind halt bei den Fallschirmjägern so nicht üblich gewesen. Ja, ist ein Fehler, was die Realitätsnähe oder Vorbildgetreue angeht. Muss ich anrechnen, muss ich erwähnen. Ja, ob es euch stört oder nicht, bleibt euch überlassen. Dynamo Models hat ja schon einige Figuren und Figurensets im Angebot. Da sind jetzt aber diese beiden Fallschirmjäger thematisch nicht so richtig repräsentativ, denn das Hauptaugenmerk liegt eben auf dem Jahr 1940 und da eben hauptsächlich auf der französischen Armee. Also die haben jede Menge französische Soldaten aus diesem Zeitraum im Angebot, meistens marschierende oder teilweise auch berittene Panzersoldaten und so weiter. Ganz interessantes Portfolio und das möchte ich eben hier auch noch erwähnt haben, weil ich das eben ganz interessant finde, dass eben so ein Hersteller sich auch diesen weniger beachteten Themen annimmt. Finde ich sehr löblich.
Da werden wir uns auch die eine oder andere Figur davon in Zukunft noch anschauen. Ich habe jetzt dennoch zuerst mal diese beiden Fallschirmjäger mir vorgenommen, weil ich einfach finde, dass die ja ansprechender sind für die Mehrheit der Modellbauer da draußen. Denn ja, deutsche Fallschirmjäger, das hat einfach eine große Anziehungskraft und interessiert auch einfach viele. Deswegen wollte ich damit gleich mal beginnen. Preislich liegt dieses Figurenset bei 30 Euro. Wie gesagt, man kann diese Figuren aber auch einzeln kaufen. Da kosten sie dann halt eben entsprechend die Hälfte, also 15 Euro. Ja, das ist gemessen an der Marktlage ein üblicher Preis. Ist also, sage ich mal, mittelpreisig. Weder zu billig noch zu teuer, sondern halt einfach der normale, übliche Preis. Ja, ob man das dafür ausgeben will, bleibt jedem selber überlassen. Qualitativ hochwertige Resin- oder Zinnfiguren kosten eben ein bisschen Geld, sind dafür aber auch wirklich ein schöner Hingucker auf einem Diorama. Ja, nicht jeder kann oder will das dann auch investieren, aber ja, wie auch immer. Ich finde es schön, dass es eben so qualitativ hochwertige Figuren auch gibt und dass es dann ein Geld kostet, ist klar. Ich finde, dass es das wert ist und ja, wenn ihr auch Figuren von Dynamo Models haben wollt, könnt ihr entweder direkt beim Hersteller in Frankreich bestellen. Es gibt aber auch schon Händler in Deutschland, die diese Figuren im Programm haben, zum Beispiel Modellbau König. Gut, das war's auch wieder mit der Bausatzbesprechung dieser Fallschirmjäger. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und aufschlussreich. Bis zum nächsten Video, euer Hamika Barkas.